In Teil 16 wollen wir die Auflagerbank positionieren und ihr auch ein analytisches System mitgeben. Hier sehen wir nochmal, im Moment liegt die Auflagerbank ja noch in der XY-Ebene. Wir wollen sie aber natürlich aufrichten, außerdem in die YZ-Ebene. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Und deswegen gehen wir einfach nochmal dahin und klauen uns diese Komponenten. Das war ja hier Deconstruct, Brep, dann mit der Shift-Taste gedrückt diese entsprechenden Komponenten, Ctrl-C, Ctrl-V, schieben wir hier runter. Den lösen wir, Disconnect, weil es soll ja diese Polylinie sein. Ja, da sehen wir auch schon. Also, das ist die Polylinie, sie liegt noch und hier fragen wir die Kanten ab. Und hier kann man ganz gut sehen, welche Kanten es sind. Und offensichtlich muss es Kante 3 sein. Und wenn ich hier drehe, ja, dann sieht man auch genau, wir sind an der richtigen Stelle. Und ich stelle das hier auf 90 Grad ein. So kann man es vielleicht besser sehen. Dann ist also die Auflagerbank auch aufgerichtet. Jetzt wollen wir so noch transformieren. Auch das müssen wir nicht neu erfinden. Hatten wir hier oben auch schon bei der Flügelwand gemacht. Das waren diese Komponenten hier, diese, dann Placement, Transform und der Vektor. Ctrl-C, Ctrl-V. Schieben wir uns auch hier mal herunter. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir alles richtig verbinden. Also, den löschen wir hier mal, Disconnect. Den ebenfalls. Disconnect. Es sind nämlich diese Werte hier, die da rein sollen. Ja, die Z-Komponente, das ist ja die Höhe vom Fundament. Schauen wir mal. Genau, Höhenlage Fundament, das ist korrekt. Was haben wir noch? Hier, das sind wieder die Stationen. Es ist wieder die 50,5, an die wir andocken wollen. Mal schauen. Ja, sieht auch schon gut aus. An dieses Placement wollen wir andocken. Und was haben wir noch? Ja, Axis Definition können wir nochmal schauen, wo das herkam. Ja, kommt von hier oben. Kann ich also hier auch wieder ein Relay einbauen und das geht dann eben zur Auflagerbank. Einfach der Übersichtlichkeit halber wissen wir dann, falls wir es später nachkontrollieren müssen, wo das dann herkommt und wo es hingeht. Okay, also das sieht auch gut aus. Wir haben jetzt das Placement richtig eingestellt, nämlich hierhin an die Stelle 0, also Index 0. Und ja, jetzt brauchen wir nur das Ganze zu transformieren. Und dafür brauchen wir natürlich einen Transform. Hier haben wir ihn. Rein geht die Geometrie, also diese. Und Transform kommt von dort. Da ist auch schon die Auflagerbank aufgetaucht. Ja, sieht gut aus. Gucken wir mal im Grundriss. Ja, kann man besser hier sehen. Im Grundriss sieht man es natürlich nicht so gut, wenn man von oben drauf schaut, aber hier ist die Auflagerbank ja gut zu erkennen. Und ja, müssen wir nur noch eine Strukturfläche draus machen. Wir können aber auch einmal ein bisschen kontrollieren hier mit den Schiebereglern.
Also wenn ich Abstand der Flügel von 4,50 verändere, ja, sieht man, dass sich die Auflagerbank dementsprechend genau dazwischen positioniert. Das waren die Flügelhöhen, da können wir nichts dran, oder ist jetzt nicht so interessant, aber hier die Höhenlage des Fundaments, ja, das ist natürlich auch richtig. Also wenn ich höher gehe, hier ist es natürlich unsinnig, jetzt wäre das Fundament über dem Überbau, aber je weiter ich runter gehe, desto höher wird auch die Auflagerbank. Sieht also auch gut aus. Okay, haben wir kontrolliert. Dann würde ich sagen, wir machen noch eine Strukturfläche daraus, also Sophistic, Structural Area. Setzen wir hier hin. Ja, was geht rein? Einmal die Geometrie als Wrap und sofort ist auch die Kontrolle mit den Lokalsystemen zu sehen. Dann brauchen wir eine Nummer. Das soll die Fläche 212 sein. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Gruppe. Sie erinnern sich vielleicht, es soll die 17 sein. Dann Dicke. Machen wir 30 Cent. Hoppla, das waren es leider. 30 Zentimeter als Thickness. Und Material ist wieder unser Material 1. Und wenn ich draufklicke, ja, wird alles hervorgehoben, sieht gut aus. Und damit haben wir die Auflagerbank für das Widerlager auch fertig. Können wir gruppieren. Gut, dann bis zum nächsten Video.